Wir sitzen hier auf der Reeperbahn in Hamburg-St. Pauli. Wir sind 12 Leute. Man würde sagen, es ist ein kreatives Kollektiv. Wir machen ganz unterschiedliche Tonprojekte mit verschiedensten Technologien. Wir haben auf 500 Quadratmeter 6 Regieräume, 4 Aufnahmeräume und technisch sind wir auch gut ausgestattet für Virtual Reality, Augmented Reality, Conversational Interfaces, was gerade so anliegt. German Wahnsinn steht als allererstes für Kreativität. Wir sind 12 Leute, jeder hat einen anderen Background. Wir haben Leute, die machen Musikkomposition, Musikproduktion und so schreiben wir Songs, produzieren Songs, machen Postproduktion, Sprachaufnahmen. Jetzt in letzter Zeit viel Virtual Reality, Augmented Reality, Conversational Interfaces. Unsere größten Projekte, das hat ganz klassisch angefangen mit einem Viral, der 45 Millionen Mal geklickt wurde. Und dann haben wir uns immer mehr darauf spezialisiert, außergewöhnliche Projekte zu machen. Man kennt uns für die Musik, für die 3 Fragezeichen. Dann haben wir für die letzte Platte der Fantastischen Vier, die erste Single, haben wir eine Augmented Reality gemacht. Und derzeit tourt durch die ganze Welt eine Installation für die Tierschutzorganisation PETA. Für den Tatortreiniger gab es ab und zu mal einen Grimme-Preis, da haben wir das Sounddesign gemacht. Dann gibt es diverse Werbepreise, Cannes Löwen. Jetzt gerade gab es für das PETA-Projekt auch ein VIA. Goldene Schallplatten gab es ein paar für Hörspielproduktionen. Eine Grammy-Nominierung hatten wir auch schon mal. Wir werden angerufen, setzen uns zusammen an einem Tisch und entwickeln mit unserem Auftraggeber zusammen eine Idee, die ganzheitlich ist. Und versuchen direkt mit Ton auch Einfluss zu nehmen. Dadurch, dass es ein holistisches System ist, gibt es keinen, der den wirklichen Hut auf hat, sondern wir entscheiden es zusammen für die Idee, das beste Konzept zu finden. Wir sind große Fans davon, Sachen zusammen zu machen und Sachen zusammen entstehen zu lassen. Nuendo setzen wir in allen Bereichen ein, also Musikproduktion, Musikkomposition, Aufnahme, Mix, Sprachaufnahmen, Virtual Reality Abmischungen, ADR. Für mich eine der besten Funktionen in Nuendo ist Video-Rendering, weil ich habe das super häufig, dass ich an Sounddesign sitze oder an Musiken sitze und auf Bild einem Kunden oder einem Regisseur was zeigen möchte, ganz schnell, und wo du vorher halt super lange dran gesessen hast, das kannst du quasi mit einem Klick jetzt machen. Und das ist perfekt. Die Media Bay finde ich super, weil die organisiert unsere Sampleplatten, die einfach wahnsinnig riesig sind, auf eine gute Art und Weise. Wir finden da schnell die Sounds, die wir brauchen. Virtual Reality und insbesondere die damit zusammenhängenden Audioformate spielen bei uns eine immer größere Rolle. Deswegen haben wir jetzt vor 2 Jahren eine eigene Unit dafür gegründet, eine Digital Audio Unit, die sich genau damit beschäftigt. Also die Entwicklung geht ja immer weiter weg von dem klassischen linearen Stereo hin zu objektbasierten Sachen, interaktiven Inhalten. Und da ist es total wichtig für uns auch zu positionieren als eine Audioproduktion, die sich mit dem Thema ganz intensiv beschäftigt und da auch neue kreative Punkte setzen kann. Also für mich, als ich das erste Mal mit VR in Berührung kam, war es für mich wie ein komplett neuer Raum, den du kreativ komplett anders spielen kannst. Also viele Gesetzmäßigkeiten sind jetzt außer Kraft gesetzt und du kannst einfach neue Sachen entstehen lassen. Das finde ich total spannend und deshalb ist es halt für uns ein wahnsinnig wichtiges Feld, auf dem wir wahnsinnig gerne arbeiten. Die Entwicklung oder Tendenz ist ganz klar da. Du hast Conversational Interfaces, du hast Oculus Go, Vive, du hast AR. Überall ist Audio und Audio hat gerade eine ganz andere Relevanz, wie es früher war, wo es nur ein paar Formate gab. Und das lässt sich alles mit Nuendo umsetzen.